Hallo an alle, ich bin Johanna, ich bin Referentin fürs Employer Branding im Konzern Personalwesen und ich sitze hier heute mit meinen beiden Kolleginnen aus dem Corporate Innovation Team, mit der Lea und mit der Olga, und wir sprechen heute zum Thema Innovation bei Renolit. Hallo. Hallo. Die erste Frage dann an euch ist dann, was bedeutet Innovation grundsätzlich für Renolit? Ich würde das mal übernehmen. Ja, gern. Also Innovation für Renolit bedeutet Weiterentwicklung. Wir sind ein sehr gut wirtschaftlich dastehendes Unternehmen, sehr gesundes Unternehmen. Da kann sich der ein oder andere fragen, was müssen wir denn eigentlich noch probieren, was müssen wir denn eigentlich noch erfinden. Wir merken trotzdem, dass so in der letzten Zeit auch der Wettbewerb sich verschärft, dass der Kostendruck zunimmt. Und das sind für uns die Signale, wo wir sagen, da müssen wir auch reagieren. Und das wahrscheinlich relativ bald. Und Innovationen stellen quasi für mich eine Möglichkeit dar, um diesen verändernden Rahmenbedingungen zu begegnen. Im Zuge der Digitalisierung werden sowieso nochmal ganz neue Herausforderungen auf uns zukommen. Da wird sich auch nochmal der eine oder andere fragen, was hat denn Digitalisierung mit uns zu tun? Warum ist das, Folie ist Folie, ne? Ist ein analoges Produkt, was müssen wir da eigentlich in dem Rahmen tun? Aber da gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten. Also wenn wir uns zum Beispiel unsere Produktionsprozesse anschauen, da können wir auch also mit den digitalen Vernetzungsmöglichkeiten, also wenn wir hier das Stichwort Internet of Things betrachten, da können wir auch sagen, also zum Beispiel könnten wir dadurch unsere Produktionsprozesse beschleunigen, wir könnten unsere Produktion besser steuern und damit vielleicht auch die Kosten, also Kostenersparnis erzielen. Und deswegen haben wir uns auch jetzt für den Common Innovation Contest für dieses Thema entschieden und sind da schon sehr gespannt, was unsere Kollegen da für Ideen haben. Schön, super. Und was bedeutet das dann konkret für den einzelnen Mitarbeiter? Also für mich bedeutet Innovation für den einzelnen Mitarbeiter, da geht es gar nicht so sehr, da denken ja auch erst alle daran, wenn es um Innovation geht, so an Dampfmaschine nochmal neu erfinden, Elektrizität nochmal neu erfinden. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich um Innovation so im Alltäglichen zu sehen. Also das heißt, im Alltäglichen nach stetigen Verbesserungen zu suchen, wirklich mal Dinge aus einer neuen Perspektive betrachten, mal mit anderen Augen sehen und da vielleicht Potenziale erkennen. Also für mich ist das sowieso auch mehr, dass irgendwie so eine riesengroße Idee morgens unter der Dusche entsteht, sondern es ist vielleicht ein Gedanke, ein Impuls, den man hat. Und meistens arbeitet man an solchen Ideen jahrelang oder wirklich eine lange Zeit, bis die wirklich gereift ist, bis das wirklich sich zu einer zum Beispiel Business-Innovation oder Ähnlichem entwickelt. Und deswegen ermuntern wir quasi auch alle Mitarbeiter zu sagen, ja, wie kann ich mich vielleicht außerhalb meines eigenen Dunstkreises bewegen, damit ich mal neue Impulse bekomme. Und da versuchen wir auch als Corporate Innovation Team immer neue Formate zu schaffen. Und da finde ich zum Beispiel die Future Factory ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ja, stimme ich dir absolut zu. Was für mich Innovation auf jeden Fall auch noch bedeutet, ist Veränderung einfach. Und ja, wenn wir mal ehrlich sind, verbinden wir, glaube ich, mit Veränderung immer irgendwie Anstrengung, was Negatives, Unsicherheit. Man weiß noch nicht so genau, was kommt auf mich zu. Es gibt irgendwie nicht den perfekten Weg. Und darauf können wir eigentlich nur eine Empfehlung geben, und zwar ausprobieren. Das heißt halt auch mal einen Weg zu gehen, der auch eben Unsicherheiten mit sich bringt und auf dem man dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler macht. Und ich denke, da ist gerade in vielen Unternehmen das auch sehr stark verbreitet, dass Fehler immer mit was Negativem verbunden werden. Und wir sehen aber eben gerade darin den Mehrwert, weil man eben nur, wenn man neue Dinge ausprobiert und aus denen lernt, auch letztendlich auf neue Erkenntnisse dann stoßen kann. Er ist halt so ein wichtiger Schritt auf dem Weg. Ne? Genau, absolut. Und deswegen möchten wir auch da in Zukunft weiter anknüpfen und unsere Innovationskultur dahin weiter stärken und können nur die Mitarbeiter ermutigen, sozusagen auch mal aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Dankeschön. Und wenn ihr auf den bisherigen Prozess und die bisherigen Entwicklungen zurückschaut, was waren da so eure Highlights? Also eines der größten Highlights war definitiv unser erster Renolit Innovation Contest, der im Jahr 2016 stattfand.
Da haben wir ja erstmalig alle Mitarbeiter weltweit aufgerufen, ihre Ideen einzubringen zu neuen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen. Und ja, die Beteiligung und allein die Anzahl der Ideen, die wir erhalten haben, war wirklich mehr als beeindruckend. Und dies zeigt uns einfach, wie viel Potenzial letztendlich in den Köpfen von allen Mitarbeitern stecken und dass letztendlich auch wirklich ein Wunsch und ein Bedarf da ist, eben sich mit Ideen einzubringen. Und deshalb möchten wir auch dieses Format natürlich weiter nutzen in Zukunft und starten in 2018 mit unserem nächsten Renolit Innovation Contest zum Thema digitale Möglichkeiten und wir freuen uns natürlich schon auf viele neue Ideen. Und ein weiteres Highlight aus meiner Sicht ist die Zukunftswerkstatt, die ja im Anschluss an den Innovation Contest gegründet wurde. Und ja, das Ziel ist einfach die Validierung von Ideen, die jenseits unseres Kerngeschäfts liegen. Und auch hier die Erfahrung der Mitglieder ist wirklich super, weil sie einfach mal in einem ganz anderen Umfeld arbeiten und auf eine ganz andere Art und Weise eben auch. Und auch hier, so wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es auch nicht den einen richtigen Weg. Und die Leute, also Mitglieder, probieren viel aus und kommen ständig zu neuen Erkenntnissen und verbessern somit ihr Konzept kontinuierlich weiter. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf viele weitere Highlights in der Zukunft. Dann vielen Dank an euch beide. Dankeschön. Gerne.